Herzlich willkommen zurück zu Origins. Das ist jetzt die dritte Aufnahme. Das heißt, die dritte Aufnahme, der dritte Livestream von meinem Adventure Run 2019. Ja, ich leg dann auch einfach mal weiter los. Viel Spaß beim Zuschauen, beim später Zuschauen oder beim hinterher anschauen. Gut, los geht's. Als du das letzte Mal in New York warst, um Boris aus der Klapsmühle zu holen, bestand er darauf, das Chrysler Building zu besuchen. Zum Glück hat man euch nur in die Haupthalle gelassen. Obwohl du eigentlich gar nicht gerne Fotos machst, werde ich zu einigen hinreißen. Die Aussicht hat es verdient. Was ist das für ein Buch hier? Geht doch nichts über das Auge des Gestern, wenn es gilt, sich jedes noch so kleine Detail auf der Vorder- und Rückseite des Buches einzuprägen. Ach so, ich weiß nicht, welches Buch das ist. Das Erbe von Hyperborea, Mythos oder Realität. Kovac beweist erneut, dass historische Genauigkeit nicht im Widerspruch zu einer lesbaren, eleganten und ausgereiften Prosa stehen muss, die sie dieses Buch mit hyperboreischem Tempo verschlingen lassen wird. Brenda Smith, Weird World Web. Das Erbe von Hyperborea ist das unterhaltsamste Geschichtsbuch, das ich seit Wochen gelesen habe. Punkt. John B. Wise, Top 500 Amazon Rezensent. Ein Muss für Kenner wie Amateure. Wir brauchen mehr Bücher wie dieses. Kira Panati, Top 20 YouTuber zum Thema Geschichte weltweit. Zerreißt alle bisherigen Bücher zu dem Thema in der Luft. Sir Andrew Cunningham, History Today. Das auch fotografieren? Wir wollen nicht, aber das die Lüftungsschlitze, aus denen eine künstliche Brise weht. Hey, ist das da eine Karte? Ist das Amandas, die Frau aus dem Flugzeug? Was ist das irgendwie? Abschreiben. Was haben wir da? Du hast dich für ein Hotel in Manhattan entschieden, nicht allzu weit entfernt vom Nordeingang des Central Parks. Du denkst nicht mal daran, den Fernseher anzuschalten. Wenn du versuchen würdest, unter den Hunderten von Kanälen in diesem Land einen erträglichen zu finden, würdest du deinen Rückflug verpassen. Smart TVs sind ja so eine tolle Erfindung. Zu schade, dass du kein USB-Kabel bei dir hast. Ja, äußerst. Kann man das Handy benutzen vielleicht? Du versuchst das Telefon per Bluetooth mit dem Fernseher kommunizieren zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Ja. Gelangweilt überfliegst du das Zeug. Du willst in der Stadt, aus der du geflüchtet bist, nicht wirklich den Touristen geben. Okay. Päckchen. Ach. Amandas Karte muss in die Lüftungsschlitze gerutscht sein, als du deine Jacke ausgezogen hast. Ist ja nicht so, als wärst du auf ein Date mit ihr sonderlich scharf oder so, aber nun...
Es ist 5 Uhr in Paris, hier ist niemand schon auf. Müsste ich also endlich dazu durchrufen, sie anzurufen? Wow. Moment, und ihre Telefonnummer? Die steht auf ihrer Karte. Reception. Hi, this is room 903. Could you give me a phone number for Leopold Kovac? Let's see if he's in the directory. Yes. There are 3 pages of Leopold Kovacs. Do you know where he lives? Sorry, no. Then I'm afraid I can't help you, sir. Could you please check how many Amanda Royces there are in the phone book, please? Sure, sir. 3, 4, 5 pages, sir. Oh, great, thanks. I can't find the Wi-Fi password. Where can I find it? Maybe I forgot to give you the paper. Both the net and the password are Merrick Hotel _free, all caps. Okay, that's easy, thanks. Can you please wake me up at 7:30? Yes, sir. Could you please bring me up some dinner? Yes, sir. What do you want? It really doesn't matter. I'm not even hungry. It's just in case. We've just hired a Japanese chef from the Kyoto Hilton. Fancy some sushi? Sure, yeah, that'll be great. I just want to thank you for everything you did for me. That's very kind. But, to be honest, more than a thank you, I'd like a tip like the one you gave the waiter. So, willkommen zum Spiel. Gesagt, getan. Nur 5 Minuten nachdem du aufgelegt hast, bringt dir ein Kellner das Abendessen. Sehr gut. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Du hast noch keinen Hunger, aber es kann gut sein, dass der Hunger kommt, wenn du gerade ins Bett gehen willst. Um ganz ehrlich zu sein, du kannst diese japanischen Sojasoßen nicht auseinanderhalten. Die meisten Leute verwechseln Sashimi und Sushi. Ersteres ist der eigentliche rohe Fisch, letzteres die Kombination aus Essig, Reis und anderen Zutaten wie Rumfisch. Das ist gut. Die Miso-Suppe riecht köstlich. Warum hast du so einen Aufwand betrieben, um die wieder zurückzubekommen? Nein, du musst mir jetzt nicht darauf antworten. Du musst sie anrufen, vielleicht. Both the net and the password are Merrick Hotel _free, all caps. Na gut, dann telefonieren. Du rufst ihre beiden Nummern an, doch niemand geht ran. Na gut. Gucken, ob man hier noch irgendwas machen kann. Aber der Fernseher. Wenn du versuchen würdest, unter den Hunderten von Kanälen, bla, habe ich schon alles gelesen. Das ist der USB-Anschluss wieder, aber...
bist in so einer Eile los, dass du vergessen hast, Roaming anzuschalten. Du hast keine Internetverbindung und kannst nicht mal telefonieren. Dann müssen wir das ändern. Du googelst Amanda Baxter, gibst aber nach 10 Facebook-Profilen auf. Das Passwort ein und verbindest dich mit dem WLAN des Hotels. Oh, ich hasse das. Das jetzt benutzen? Nein. Ist mit dem WLAN des Hotels verbunden. Auch wenn du telefonieren willst, solltest du besser das Festnetz benutzen. Du suchst nach Infos zu Kovac und dem Buch und findest heraus, dass der Verlag zum Konzern Tabex Incorporated gehört. Das ist doch schon mal gut. Im Internet hast du herausgefunden, dass Kovacs Verlag zu Tabex Incorporated gehört. Kann ich da vielleicht nochmal bei der Rezeption anrufen? Wann hast du so einen Aufwand getrieben? Ist ja auch genau dasselbe hier. Nice. Hey, warte mal. Scheint so, als würde Amanda bei der gleichen Firma wie Kovac arbeiten. Dir bleibt wohl nichts anderes übrig, als sie anzurufen. Amanda Royce. Hi, Amanda? It's me, John, from the plane. John, I was wondering if I'd see you again. What's up? Wie will was, du auch. Bist du so direkt wie immer oder gehst du auf ihr Angebot ein? I've been thinking. I've got some free time. Can we meet tomorrow? Sure, I'll take a day off. Early in the morning, okay? Well, yes, but before I have to meet a guy. It's work-related. Some guy named Leopold Kovac. I think he works in the same company as you. Hey, maybe you could put me in contact with him? Ah. That way I could meet him, and after settling our business affairs, I could spend the rest of the day visiting New York with you. Okay. Yeah, I'll try. I'll tell you more tomorrow. Amanda legt auf. Alles scheint gut zu werden, nicht wahr? Ah, ich glaube nicht. Du bist erschöpft. Du hast keine Energie mehr für irgendwas anderes. Nicht mal Abendessen. Hello? John, yesterday, they told me that you want to see me. My name is Leopold Kovac. When can you come? Right now. Okay, write my address down. Sorry. I'll get right to the point, Mr. Kovac. No, there's no need. Take your time. I have all day for you. There's no emergency. Ask me, I'll be completely honest. We're here to help, aren't we? Why exactly did you write about the cursed book? It was a Tribex assignment. In the beginning, it was not a book. It was a private investigation for an anonymous sponsor. He paid me good money. And I said to myself, hey, Leopold, you mustn't miss this opportunity. No, you're not a kid anymore. You have an ex-wife and 3 cats to feed. And also... Kovac ergeht sich noch 15 weitere lange Minuten über einzelne Details seines Lebens. Bis
du ihn schließlich unterbrichst. What happened to your arm? My arm? Nothing at all. I fell down the stairs, that's all. So clumsy. Do you like Edgar Allan Poe? I could talk about him for hours. Do you know what amazes me? Because I'll tell you. If you read The Raven carefully, what you find is that... Was soll dieser ganze Unsinn mit Poe? Ein 20 Minuten lang sicher endlosen Monolog von Kovac. Did you ever find the cursed book? No. The trick with these things is to not find them. Because if you do, say goodbye to the mystery. And without the mystery, you say goodbye to your sales. I just made up some theories on its supposed origins and wrote some anecdotes that my informant told me, like the one about the painting. I've written 7 books about lost relics, and I've always been very careful never to investigate too much. You see, we're not the police, are we? The first one was Nefertiti's tomb, where I narrated the... Which was amazing because I... Kovac redet und redet über seine 7 Bücher, die für dich absolut nicht von Interesse sind. Exactly which theories about its origins did you find? They speak of similar books in the Sumerian and Viking chronicles, and even in certain fragments excluded from the Bible. In my book, I reasoned they could all be our cursed book, but who knows? I'll be honest here, because I trust you, okay? I don't think there's a single connection, no. But one does have to sell books, of course. I did something similar in Forge of the Grail, my 3rd book. Did you read it? No. Anyway. In der Rekordzeit von gerade einmal einer halben Stunde wirst du zum Experten in Sachen Heiliger Gral. And who was that so-called informant? I only know his surname, Scarpetta. He contacted me while I was researching in the Vatican. He promised to tell me all sorts of legends about the book if I published my own book about it. I asked Trabix, and they liked the idea. Do you think you could find him? No, he always contacted me in the strangest of ways. No. Maybe he's a criminal, and he's afraid that I might call the authorities. People are so weird. The other day, this guy at the dentist's office, he looks at me, he says, You... Meint Kovac etwa, dass du den ganzen Tag nichts anderes mehr vorhast? Schließlich unterbrichst du ihn und... What can you tell me about the relationship between the Order of the Flesh and the book? According to my informant, it was a satanic sect founded by some Gerard, some Jim, Jerry, I don't know. Hines? Hines? No. Anyway, it's all in my book. The thing is that they were in Ireland. No, Scotland. They were in search of the Philosopher's Stone, and, no, that wasn't it. Zur Abwechslung redet Kovac mal über etwas, das dich interessiert, und zur Abwechslung erinnert er sich an rein gar nichts. You mentioned a painting. Yes, according to my informant, somewhere in the Vatican there's a painting showing the cursed book. He even showed me a picture, the one I used for my book's cover. But the cover illustration for my 5th book, Montezuma's Lost Gold, did you read it? Anyway, it's even more interesting. Du betest zu Gott und dem Teufel, damit Kovac in den nächsten 10 Minuten Schluss macht. Doch die müssen beide Ohrenstoffen tragen. Es reicht, du kannst das nicht mehr aushalten. Es ist klar, dass Kovac nichts für dich hat. Wie konntest du nur etwas anderes denken? I really should be going now. It's getting late. No, it's not late. It's early. Are you sure you don't want to stay? Maybe we can eat something while I tell you. Sure, yeah. Well, maybe on another occasion. I'm much obliged, Mr. Kovac. You see how easy it was to do me this little favor, Leopold? And we've managed to keep 7 fingers unharmed. It could have been much worse. So langsam dämmert es dir, dass du nicht hättest kommen sollen.
Wegen Kovac hast du nun einen ganzen Tag vergeudet. Du hast keine Ahnung, wie du Scarpetta finden sollst. Und was noch schlimmer ist, du kannst dein Handy nicht finden. Wo kann das nur sein? Das wurde ihm wohl geklaut dann. Von dem Jogger, nehme ich an. Das letzte Mal... Achso, das kenne ich schon. Ja doch, ach nee, hat er nicht. Du suchst unter dem Kissen nach dem Handy, aber nein. Ah, geht doch was. Aber was ist da doch? Reißverschluss bringt mir auch nichts. Okay, nein, dein Handy ist nicht mal in der Nähe des Tisches. Du denkst nicht mal daran, den Fernseher anzuschalten. Ja, keine erträglichen Fernsehprogramme. Schaust auf den Nachttisch und dahinter, doch von deinem Handy fehlt jede Spur. Du suchst also unter dem anderen Kissen. Hast du dein Handy doch nur da gelassen? Das klingt es nicht so. Ja, schon raus. Dieser Umschlag war heute Morgen aber noch nicht da. Überraschenderweise kannst du den Text in Hindi auf der Karte lesen, die in dem Umschlag war. Suchen Sie nicht nach mir, ich habe Sie bereits gefunden. Entspannen Sie sich, gönnen Sie sich ein Abendessen. Ich habe gehört, hier gibt es einen hervorragenden Diablo. Diablo ist komischerweise richtig. Hier also nicht in Hindi geschrieben. Na gut. Nach mehrmaligen Klingeln hinterlässt er eine Nachricht. This is John yesterday. I think I left my phone at your place. Will you phone me at the hotel if you find it? Es ist 2 Uhr morgens in Paris und Pauline bleibt gerne lange auf. Sie geht nicht ran, wieder zu Hause nach dem Atelier. Amanda geht nicht ran, vielleicht besser so. Du hast ihr gesagt, dass du den Nachmittag mit ihr verbringst. Die machst du jetzt gerade stinksauer auf dich sein. I think I lost my cell. Maybe I left it somewhere in the hotel. Let me see. If it's here, we haven't found it yet. Do you have Diablo? You mean the burrito? Burrito Diablo? Yes, I guess. Can you please have one sent to my room? Of course, sir. Will you please wake me tomorrow at 8 a.m.? Of course. Lots of work? No, actually, I don't even know what I'm going to do tomorrow. Sagt getan, nur 5 Minuten nachdem du aufgelegt hast, bringt dir ein Kellner das Abendessen. Was ist, wenn der Teufel selbst darin steckt? Das Risiko müssen wir eingehen. Der Burrito Diablo war in Wirklichkeit ein Kryptex. Ein Mechanismus, der von Leonardo da Vinci erfunden wurde. Wenn du durch Verschieben der Buchstaben in den 5 Reihen das richtige Wort bildest, sollte es sich öffnen und dir zeigen, was sich in seinem Inneren verbirgt. Vielleicht ist das auch Diablo. Geht
Geht das so ein bisschen schneller? Ne. Konntest du irgendeinen Hinweis in der Nachricht auf Handy finden, um es zu öffnen? Wahrscheinlich. Seltsam, dass in der Hindi-Nachricht Diablo stand. Nicht aber Burrito. Burrito hat auch 6 Buchstaben. Ach, Diablo auch. Und sogar 7 Buchstaben. Naja. Dann muss da vielleicht noch was anderes. Unmöglich. Wie könnte Amanda etwas damit zu tun haben? Der Mechanismus lässt sich öffnen, indem du die Buchstaben drehst, nicht durch das Einführen von Chips. Nee. Dann muss ich hier vielleicht nochmal... Trabex ist... nicht... Verzeihung. Vielleicht Royce. Schauen wir mal. Du hast in deinem Leben schon viele Teufel getroffen. Welcher war der schlimmste? Jetzt hier Royce. Hier das ganze Alphabet durchgehen. Gut, dann kann ich ein bisschen was zu meinem Adventure Run 2019 erzählen. Hier Yesterday Origins ist der erste Titel. Als nächstes kommt The Invisible Hours, so das kann ja noch etwas dauern. Ich habe ja jetzt gestern erst angefangen zu spielen. Mal sehen, was da noch so kommt. Voice ist es offenbar nicht. Vielleicht hier irgendwas. Keine weiteren Hinweise auf Adveture. Schade. Schon so einiges, ich habe auch die ganzen Telltale-Spiele habe ich schon gespielt. Vielleicht ein Schütze, aus denen eine künstliche Brise weht. Vielleicht spiele ich die nochmal. Dann sehen. Manhattan, ja, in der Nähe von Central Park. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Hinweis. Offenbar nicht. Vielleicht kann ich hier irgendwas auch mal angucken. Okay, Diablo war also in Mexikanisch und Spanisch geschrieben. Noch mehr Hinweise. Ich freue mich natürlich immer über Zuschauer. Vielleicht muss man hier die Karte mal umdrehen. So. Kann man jetzt irgendwas erkennen? Also ich hätte jetzt
heißt das? Der ist der Tower hier nochmal. Chrysler Building. Bevor Boris eine Szene machen und die euch aus dem Chrysler Building schmeißen konnten, habt ihr euch die erste Digitaluhr der Welt in der Haupthalle angesehen. Hier irgendwas. Jetzt nicht, was ich da eingeben muss. Länger du die Kissen ansiehst, desto müder wirst du. Doch zuerst musst du noch etwas finden. Weißt du noch? Ich weiß noch. Ich kann die auch nicht aufmachen. Kein Empfang. Was soll das überhaupt noch? Du hast dich also endlich dazu durchgerungen, sie anzurufen. Wow. Das Telefon funktioniert nicht mit Chips. Nicht nur mit Netflix-Chips. Hier Metro. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Überhaupt nicht nervig, das hier so Stück für Stück alles einzustellen. Naja, wie gesagt, sind Visible Hours. Ist mehr so, dass man die Protagonisten von außen beobachtet. Gespielt habe ich es noch nicht. Ich habe mir das mit dem Spiel hier zusammen gekauft im Store. Das hat 12 Euro gekostet, das für 5 Euro. Ja, immer ganz gute Angebot für PlayStation Plus Nutzer. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Übrigens, falls jemand von euch Interesse an einer PlayStation VR-Brille hat, ich habe tierisches Interesse, leider ist meine Räumlichkeit nicht groß genug. Aber die gibt es momentan inklusive Kamera, die ja dafür vonnöten ist, bei Mediamarkt für 159 Euro. Könnte man sich mal gönnen. Mehr ist hier auch nicht. Was könnte hier denn noch? Pauli. Vielleicht. Gines. Also hier in dem Spiel geht es ja darum, hier den John Yesterday, den ich spiele, der ist irgendwann durch irgendeinen Trank ist er unsterblich geworden. Wenn er stirbt, wacht er ohne Erinnerung auf. Das Spiel hat halt in der Inquisition gestartet. Dann war er Mönch irgendwann, also erst 500 Jahre alt, und versucht irgendwie die Möglichkeit zu finden, herauszufinden, was hier das Problem ist. Oh. Alter Gines hat immer den Schlüssel versteckt.
Schön. Und Gines war halt der Chef da im Kloster. So bin ich auf den Namen gekommen. Darauf wollte ich eigentlich nur hier hinaus. Oh nein, dein Handy ist nicht mal in der Nähe des Tisches. Das ist oh, tut mir leid, hätte ganz vergessen, dass du sowas hast. My name is John Yesterday. In the meantime, if you want... Wie modus im Morgen verdagre, war? Liege vorandig. Wies de Honske ab wieder? Det neue Tigested, so war overdet. Das ist Dänisch, schlechtes Dänisch, wenn man es genau nimmt. Doch du verstehst es trotzdem. Wir treffen uns in der Dämmerung. Wo? Vor dem Ding hier. Wenn Sie es genau wissen wollen, müssen Sie sogar schlafen. Okay. Scarpetta hat dir dein Handy gestohlen. Wie? Wann? Sorry. Scarpetta spielt wohl gerne Spielchen, was? Du triffst dich morgen in der Dämmerung mit Scarpetta im Central Park. Aber wo genau? Ja, das lässt sie ja herausfinden. Schockierend, dass der Central Park größer als manche europäischen Länder ist, wie etwa Monaco oder der Vatikan. Hier an den Prospekten nachgucken. Keine weiteren Hinweise auf Scarpetta. Schade. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Scheint nicht. Was ist da irgendwas mit dieser Karte auf sich haben? Manhattan entschieden, nicht weit entfernt vom Nordeingang des Central Parks. Was ist das hier denn alles? Würde das dann der Nordeingang sein hier? Vielleicht finde ich das so nicht heraus. Aber irgendwas muss ich auch noch mit dem blöden Kissen machen können. Da muss ja irgendwas sein. Auf Schlafen stellen hieß es im Video. Ah ja. Du erinnerst dich an die Anweisungen im Video, schaust im Kissen nach und findest eine kleine ultraviolette Taschenlampe. Gut. Mal das andere Kissen abchecken hier. Je länger du die Kissen ansiehst, desto müder wärst du. Achso, habe ich schon das Richtige gefunden hier. So. Wird er wahrscheinlich nur hier den Central Park beleuchten müssen. Keine Ahnung, wo diese Statue stehen könnte. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Wenn Scarpetta dich prüfen wollte, dann hast du wohl
solltest jetzt nicht feiern. Ruh dich aus. Du machst morgen einen Ausflug. Das ist die Statue. Achso, das ist die Statue. Die ist da, kein Zweifel mehr. Good Die morning. Übersetzung ist manchmal ein bisschen... You've almost convinced me you're the happy prince I'm looking for, Mr. Yesterday. Almost. There's a closed box on my hat. Do not touch it. Do not damage it. Open it, and you'll open your own past and future. What's in the box? Something that you, if you are you, gave to the founder of my order, and that came down to me through the generations. I won't tell you anything more. I want to see the surprised look on your face. Can I open it like I want? No, you must open it as it's supposed to be opened. So I must find the key. Possibly. This is absurd. Why don't you just give me what you want to give me? Because, as I already told you, I'm not really sure that you are you. I don't even know if you are the one I'm looking for. I can't trust you. Well, what if I just take it away? I'm aiming at you from a treetop 100 meters away from here. Dying is a disgusting experience, as you may know. Are you Scarpetta? I thought you were a man of culture. I'm Hans Christian Andersen, renowned Danish writer. Very funny. Kovac said you had something to do with the Vatican. That's not completely true. Maybe in the past, but we'll talk about it when you open the box. Why did you help Kovac in his investigation? I did it in exchange for obtaining a certain symbol on the cover of the book. A symbol that's proven quite useful in luring you. Your Danish sounds like Italian, like your surname. Oh, and you certainly remember how Danish was pronounced in Hans Christian Andersen's days. Where I came from doesn't matter. Aren't you going to help me? What's the point of making up a game to put someone to the test if you then tell him what he's supposed to do? I can't see a microphone or a loudspeaker. But you hear me, and I hear you. They're like the Emperor's new clothes. They're there, but nobody can see them. At least, not until you open the box. But then you'll be too busy with my surprise. Mein Lieblingsrestaurant in Paris nennt sich die Holzente. Das ist so teuer, dass die Ente eigentlich nicht stolz sind. Sollte Baxter endlich den Neo kaufen, könntest du nach Berlin dorthin, bevor es eine alte, verdammte Ente ist. Ist nicht deine Schuld, dass du nicht weißt, wer der Typ da ist. Okay, du hast 500 Jahre auf dem Buckel und so. Aber du kannst dich nicht mal an das erinnern, was du in den letzten 3 Jahren erfahren hast. Das ist wichtig. Ein Mittelding zwischen einer Fliege und einem Halstuch. Leider ist wieder die schlechte Übersetzung. Und ein bisschen... Das hässliche Entlein. Ja, da musste ich auch bei der Holzbahn Berlin bleibt immer sein, der Schüler ein hässliches Entlein werden. Vielleicht kommt das ja auch dann. Das bezweifle ich so. Was ist denn da drin? Wenn du das Ding nur öffnen könntest, wenn ich... Selbst wenn du das Ding als Hebel einsetzen oder in das Schloss steckst, bekommst du diese Kiste nicht auf. Gut. Noch mehr. Bank. Fernbedienung.
Fernsteuerung ist aufgeladen und ohne Antenne. Ah, wer hätte das gedacht? Ja, zu leicht gewesen wieder. In der Hoffnung, genauso viel Glück zu haben wie bei der vorherigen Bank, schaust du auf Unterwiese und schau erstmal oben drauf, bevor ich unten drunter schaue. Ach, da ist das Kabel. Dann ist Christian Andersen. Ja, schauen wir da mal drunter. Das heißt ja, aller guten Dinge seien drei. Also ja. Foto. Irgendwelche stillosen Lüstlinge schauen Frauen unter den Rock, doch du bist ein distinguierter Frankophiler. Noch ein Foto. Ach, von dem Buch. Schauen wir uns erstmal die Sachen an hier. USB-Kabel. Vielleicht kann das hier an die Fernbedienung anschließen. Okay. Bist du das? Ich glaube nicht. Fotokamera. Von deiner Hand entfernte Nabel lässt dich zusammenzocken, das schon wieder. Das hier. Gehe ich erstmal mal runter. Plötzlich erinnerst du dich daran, wie du in einem Leseklub lauter kleinen Leseratten die göttliche Komödie vorgeführt hast. Wo war das? Du schaust darunter nach, doch ausnahmsweise scheint diese Regel nicht mehr zu gelten. Kleines Modell drauf. Dazu werde ich wahrscheinlich angehen. Das ist wahrscheinlich die Fernsteuerung des Bootes. Versucht zu verbergen, dass er eine Glatze hat, indem er sich das Haar an einer Seite länger wachsen lässt und herüberkämmt. Den Duschen muss er wie eine Mischung aus Punk und Penner aussehen. Seltsam, dass die offizielle Uniform der städtischen Gärtner in New York grün ist. Das soll eine Tarnung sein. Good morning. Shh. Good day. No make noise. Do you come to the park every day? I work park, garden work. I happy. Before, I security guard. Always problems, violence. Violence is shame.
I please change. What are you looking at? Look, bird. This hour more good. Bark no noise. Me search more good. Can I borrow those for a moment? No, I sorry. No can. What's the name of that bird? Not no name your language. In mine is Grumusha. That's Serbian. It means warbler. That, Lawrence's warbler. You know Serbian and birdology. No, well, maybe, but from a long time ago. I have a weird memory. How is it that you find the bird better when there's no noise? Because sing. Not here. Sing beauty. More good any song. But sing rebounds. I know not tree. So you like birds? All animal. One time, small animal sacrifice for me. I shame for people many time. Never shame for animal. Maybe you've seen a man on a tree with your binoculars? No, I no see. But time see men do kisses among trees. Me shame. No say park boss. Where are you from? Country exists no more. Me run. All lose. Why did you escape from your country? War. Friends, they killed. No stand fear, and fled. But no shame. Life more important. How many years ago did you leave your country? 23 years ago. But I no learn American. Speak little to people. Do you want to go back to your country? Nothing of me there. Only bad memory. Memory like sea. If away, splashes. If close, you sink. Karren der Parkverwaltung. Channel. Scheint so, als hätte in diesem Land wirklich alles angespielt. Man muss seinen Hund schon sehr gern haben, um sein Bild auf seinem Lenkrad zu haben. Gartengeräte. Du würdest nur zu gerne in einem kleinen Haus mit Garten wohnen, doch Pauline will das nicht. Man kann halt nicht alles haben. Es ist vollkommen normal, dass ihr euch gestritten habt. Es gibt mehr Dinge, die euch trennen, als die euch verbinden. Welche mal Kabel anschließen. Im dritten Versuch gelingt es dir, den Stecker in die USB-Buchse zu bekommen. Okay, fertig. War das ein dann warte nachts was die Grenze Endlich ist es dir gelungen, die Fernsteuerung mit dem Gerät zu verwenden. Ich steuere an. Reden hier eben. The gardening card is yours? Park gives to park workers. Very practical. And the image of the dog? Best friend. He saved life. What's the dog's name? Spinner, like dog of Emir, Costa Rica. Cinema director of my country. It's a spaniel, isn't it? You know dogology? Where's your dog now?
Up there. Dog heaven. He died day before I go to America. Oh, I'm sorry, my friend. You good man. You friend animal. I lend binoculars. But small moment, okay? No problem. I'll give them back to you in no time. Mal eben schauen, ob er die Leute sieht. Ja, der Gärtner hat gesagt, noch kurz. Okay. Ich brauche das Fernglas. Wir haben bloß diese Zahl. Was haben wir für die Zahlen zu tun? 2, 7, 2, 5. Mehr. 16 oder eine 15. Okay. Mehr. Achso, vielleicht. Jetzt sind jetzt mal die Fernbedienung auf dem Board. Das ist wahrscheinlich die Fernsteuerung des Bootes, doch irgendwas funktioniert da nicht. Vielleicht was mit der Fernsteuerung. Wie funktioniert das? Aufladung mit der Frequenz. Du gibst die Ziffern auf dem Segel bei der Fernsteuerung ein. Ist ziemlich sicher, dass das die Frequenz ist, über die anscheinend ist sie das. Vielleicht wird er mal ein Schlüssel fehlen. Wir werden sehen. Binocular give. I hear birds sing. There you go. Many thanks for the binoculars. Okay. Tell me if you want more time. Sagen wir länger wolle. Du würdest das gerne an dich nehmen, aber was ist, wenn Scarpetta dann seine Drohung wahrmacht? Jetzt mal hier den Schlüssel. Zeichen. Knowledge, Cater. I've been searching for it all my life. Why do I speak and understand every language? Am I really the devil's son? Is that the only thing that worries you? You know I'm taking risks for you. If Hines or your husband find out... You think my husband knows anything? Every time he tries to mount me and he
doesn't get hard on. He knows something's up, but he doesn't know why, or whom I spend my nights with. But it's not the nights I'm worried about. I'm scared of Hines. The closer we get to our goal, the more obsessed he becomes. Do you think he's losing his mind? Not yet. The ritual of transmutation will be the first step towards what I've always longed for. And yet you don't seem excited at all. I'm tired of killing. You were amazing in the last rituals. It's obvious you enjoy them. That's the problem. Why don't we run away today? To hell with my husband. Hines, the order, the ritual, everything. I wish it was that easy. I've been looking for those coins for 10 years. Then let's steal them. I can't. If it wasn't for Hines, I'd never have read the Treaty of the Flesh. And that's what put us on their track. Without him, the Order wouldn't exist, and we would never have found the coins. I can't fail him now. What about me? I must leave you now, Cater. I can't make him wait today. Nor me. Not forever. Die Sonne steht höher als sie sollte. Hoffen wir mal, dass Hines nicht allzu nervös ist. Jetzt bin ich wieder beim Fünfsten. Herrndor. Hines auf Tauben abgerichtet verfalten und Littler richten. Herrndor überbringt in seinem Schnabel Botschaften für seinen Besitzer. Für dich auch, ja? Um Herrndor zu rufen, greift Hines, sobald er sich seinen Falkenhandschuh übergestreift hat, ein kleines Vogelskind in den Arm. Hines erwartet dich in den Katakomben und der Kirche nicht raus. Der Schild von Sir Roderick de Guerre, gekrönt vom dämlichen Symbol einer Macht, welche sie begehren, aber nicht verdienen. Der Schlüssel zu einer Tür, die jeder öffnen kann, weil es hier nichts zu verbergen gibt. So was. Es war Hines' Idee, jedem Wasserspeier 3 oder 6 Symbole der alchemistischen Materialien einzugravieren, die für den Transmutationstrank benötigt werden. Warum gibt es in und an Kirchen so viele groteske Figuren? Das Göttliche sollte doch schön sein, oder? Wobei im Falle dieser Kirche das Monströse schon sehr sinnvoll erscheint. Hier noch weiter gucken. Schwefel läutert die Seele ebenso wie Salz. Neben der Münze des Urteils ist Gold die wichtigste Zutat des Transmutationstranks, weil es die Seele zum Leben erweckt. Salz schien dir eigentlich das am leichtesten aufzutreibende alchemistische Element zu sein, doch dann stellte sich heraus, dass es aus den Tränen einer Jungfrau stammen muss, die im Toten Meer badet. Also hat das seine Zeit gedauert.
Nicht was von 6 Symbolen gesagt, das sind 3. Vielleicht auf der anderen Seite hier, ne? Er leuchtet nicht nur diese kleine Halle, sondern nachts auch den Weg hinab in den Keller. Und da sind du und Renes nicht selten. Okay. Ja, das kennen wir ja nun. Das kennen wir auch. Eisen, um die Seele erneut zu schmieden, besagt der Vertrag des Fleisches. Leider besagt er auch, dass es aus einer tiefen Höhle stammen muss, in der die Hand eines Heiligen vor Licht brannte. Das war einer der Gründe, warum der Orden des Fleisches hier gegründet wurde. Dem Vertrag des Fleisches zufolge sollte Feuer beim Transmutationstrank eingesetzt werden, zu Ehren von irgendwem oder irgendetwas, was noch nie die Bedeutung des unaussprechlichen Wortes herausbekommen können, das an dieser Stelle folgt. Renes' Unwissenheit macht es nur noch deutlicher. Feuer zu Ehren von Satan. Quecksilber gegen das Vergessen, wie es wortwörtlich im Vertrag des Fleisches heißt. Soll das heißen, dass wenn du den Trank ohne Quecksilber zubereitest, sein Benutzer auch ohne Quecksilber wieder zum Leben erwacht? Quecksilber ist übrigens, also das im Laufe des Spiels hat sich das so, also John Yesterday hat den Trank ohne Quecksilber getrunken, deswegen verliert er jedes Mal, wenn er stirbt, all seine Erinnerungen. Das ist in Teil 1 oder 2 von meiner Reihe hier, kommt das ans Licht, aber für diejenigen, die jetzt erst einschalten, jetzt erst dabei sind, gebe ich dieses Wissen gerne nochmal fort. Da geht es zum Hauptschiff der Kirche. Renes erwartet dich unten. Abgeschlossen, doch der Schlüssel ist in der Regel nicht weit, wie zum Beweis, dass man nichts zu verbergen hat. Der Schlüssel funktioniert. Jeder kann die Kirche betreten. Das gibt nichts zu verbergen. Ja, da muss man mal gucken. Nur nicht das, was unter dem Grabstein vor dem Altar liegt. Der Eingang sollte mal nun wirklich geschlossen bleiben. Dann gehe ich nochmal in die andere Tür. Vielleicht ist da noch was anderes. Ich glaube noch, ja, den Schlüssel habe ich noch. Die private Kapelle von Sir Roderick, dem Burgherrn. Da kommst du nicht rein. Nur zum Schein errichtet, weil Sir Roderick als Mitglied des Ordens des Fleisches nur zu Satan betet. Wie du vor einiger Zeit überprüft hast, öffnet dieser Schlüssel nicht diese Tür. Okay. Zu schauen. Hier. Da gibt es was zu schauen. Renes bestand darauf, die Kirche mit Heiligen zu füllen, vielleicht um die Menge an Ketzern auszugleichen. Der heilige Eternan fiel zusammen mit den übrigen 6600 Bewohnern der Isle of May einem Raubzug der Wikinger zum Opfer. Heute ist sie nur noch von den Mönchen in der Abtei bewohnt, die zu seinen Ehren errichtet wurden. Einer von ihnen, Bruder Seokan, arbeitet im Geheimen für den Orden des Fleisches, und ihm hast du es zu verdanken, dass du 2 Münzen des Urteils gefunden hast. St. Philan, der Legenden zufolge in einer Höhle den Eingang zur Hölle fand, konnte entkommen, indem er in der Bibel las, weil durch ein Wunder seine Hand leuchtete. Auf der Suche nach Eisen für den Transmutationstrank hast du zusammen mit Renes ebenfalls diese Höhle gefunden. Sie ist direkt unter dir. Sankt Edan, gefangen von den Wikingern.
Die haben ihm die Augen herausgerissen, damit er den Bogen nicht einsetzen konnte, auf den er sich meisterhaft verstand. O Sankt Alec, segne diese Armbrust, die von unserem Herrn Sir Roderick anlässlich der morgigen Jagd eingesetzt werden soll, zu deiner Ehre und der Ehre deines Bruders. Sankt Edan, gefangen von den Wikingern. Die haben ihm die Finger abgehackt, damit er den Bogen nicht einsetzen konnte, auf den er sich meisterhaft verstand. Sankt Edan wurde zusammen mit seinem Bruder von den Wikingern gefangen. Die haben ihm die Finger abgehackt. Ja, habe ich ja schon mal gelesen gerade. O Sankt Edan, segne diese Pfeile, die von unserem Herrn Sir Roderick anlässlich der morgigen Jagd verschossen werden sollen, zu deiner Ehre und der Ehre deines Bruders. Okay. Sankt Donivalde von Ogilvy, der Vater von 9 Jungfrauen, die von einer Riesenschlange in einem Brunnen verschlungen wurden. Ob im Brunnen, der sich im Keller befindet, wohl auch eine Schlange ist. Sankt Fergus, der Patron dieser Kirche. Okay, dann benutze ich mal hier die Armbrust, die Sir Roderick morgen bei der Jagd benutzen wird, gesegnet von Sankt Alec. Der Abzug, ein Juwel menschlichen Fortschritts, ist die große Innovation der Armbrust gegenüber dem Bogen. Durch ihn wird das Töten zu einer mühelosen Handlung. Okay, jetzt mal hier Pfeile kann ich da wahrscheinlich nicht reinlegen. Die Armbrust schießt Pfeile. Jetzt, wo das klar ist, müssen wir nur noch das Wo, Wann und Warum klären. Und schauen wir die Pfeile nochmal an, vielleicht ist da noch was. Pfeile, die Sankt Edan selbst gesegnet wurden. So von das schottische Haus Geyer. Sir Roderick ist ein stolzer und wenig geschätzter Vertreter. Drin wahrscheinlich. So Pfeile. Gut. Rines, der Paris liebt, ordnete an, dass die Rosenfenster in dieser Kirche denen von Notre Dame nachempfunden sein sollen. Wer hat denn die Tür aufgelassen? Die Ordensregeln verbieten das. Ah, das Kreuz kenne ich auch schon. Wenn sich das Kreuz bewegt, erhebt sich der Grabstein und du kannst hinab in den Keller steigen. Das Salzfach ist leer. Schwefelfach. Normalerweise wird der Grabstein mit einem Schlüssel geöffnet, den nur Rines hat. Das Quecksilberfach. Dieses Fach bildet zusammen mit den anderen 3 Fächern an den Armen des Kreuzes einen Zugangsmechanismus, von dem nur Rines, Sir Roderick und du wissen, wie er funktioniert. Das Feuerfach. Bei Notfällen müssen alle 4 Fächer mit dem entsprechenden chemischen Element gefüllt werden, um den Grabstein zu öffnen. Okay. Gehen wir mal in den Keller. Ines! My good Vulcan. About time you showed up. Come here. And I have something to show you. The entrance to the basement is open. What? Open? Are you nuts, Ursus? Hurry, finish tying up the prisoner and stand guard at the chapel door. No one can come in or out but me, Vulcan, Sir Roderick, or his slutty wife. I'm sorry. I'm late. I overslept. Don't worry. As long as you oversleep alone. As a deacon of the Holy Church, you can't afford the least scandal.
And we can't always throw your whores into the well. I hope Ursus hasn't beaten him too much. The last victim was in such a state that I couldn't even torture him. Oh, don't worry. But it may take you some time to wake him up. Good. Let's get to the important part. Prepare the prisoner as only you know how. Torture him, but save the best for the meeting of the Order. Try the same thing you did to the Saxon moron. The guests have come long and far. They'll be thirsty for the blood of our prisoner. The first transmuted being in history. The first immortal. What? And what about Frey Seocan? Oh, in the well. And this rascal was eavesdropping. I'll be in the workshop getting ready for the ritual. Do a good job. His cries will inspire me. Männer, Frauen, Weise, Adlige und Diener gefoltert. Und nie ein Kind. Sein erster Impuls ist, ihn zu befreien und ihm zur Flucht zu verhelfen. Er will zu lange nach dem Ritual den Jungen zur Flucht verhelfen, und du wirst tun, als hättest du ihn umgebracht. Dann wirst du deinen Anruf versuchen, deinen Schatz wenn klar ist, dass der Transmutationstrank funktioniert, wirst du ihn selber trinken. Dann wirst du dein Leben selbst nehmen. Nun gut. Dann checke ich hier erstmal die Umgebung. Das Übliche. Furchen des Pentagramms nehmen das Blut des Gefolterten auf und machen es sichtbar. Das ist ein kleines Geheimversteck, von dem nur du und Finesse wissen. Aus dem gleichen Grunde kannst du es auch nicht benutzen, um den Jungen zur Flucht zu verhindern. Mal an solches Werkzeug saß, ging er nicht auf. You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. Then you turn the handle in the opposite direction, so the nails pierce the flesh. And he bleeds. Jetzt kann man irgendwie die Musik ein bisschen leiser stellen. Stört mich schon etwas. Musik ein bisschen runter. Sprachausgabe hoch. Okay. Okay. Runter. Eines der Symbole, die du dir im Geiste vom Titel des Vertrags des Reiches kopiert hast. Finesse bestand darauf, alle Symbole vom Vertrag des Fleisches rund um den Brunnen zu haben. Das sorgt für eine noch dramatischere Wirkung. Da hat er nicht ganz unrecht. Okay. Du kannst zwar die Namen aller dieser Symbole aussprechen, hast aber keine Ahnung, wofür sie eigentlich stehen. Eines der Symbole, die du dir im Geiste vom Titel des Vertrags des Fleisches kopiert hast. Okay. Die Folterbank, die Finesse Beichtstuhl taufte, nachdem du bei dem Sachsentrottel dein Können unter Beweis gestellt hast. Zum Glück wirst du heute niemanden foltern, wenn alles wie geplant läuft.
Haupttribüne wird mit Mitgliedern des Orden des Fleisches gefüllt sein, wie in jedem Jahr seit seiner Gründung vor 7 Jahren. Das da oben. Du hattest einen Streit mit Rines, als ihr die Kirche erbaut habt. Du wolltest nicht diese Art von Symbolen haben, doch er beharrte darauf, dass man einen Sinn für das Geschäft haben müsse, um Edelleute mitsamt ihrem Vermögen anzulocken. Na gut. Schauen wir mal hier unten an. Und hier ist nichts. Ein Brunnen vielleicht noch. Keiner, der jemals freiwillig in den Brunnen der Wahrheit eingetaucht ist, konnte wieder zurückkommen, um davon zu berichten, ob er nun einen Grund hat oder nicht. Moment, wenn der Junge entkommt, erzählt zu Rines, dass du die Beherrschung verloren, den Jungen umgebracht und ihn dann in den Brunnen geworfen hast. Er wird dich zurechtweisen, doch seine Wut ist nie von Dauer. Er wird Ursus auftragen, nach einem anderen Opfer zu suchen, und du wirst mit dem Ritual fortfahren, als wäre nichts geschehen. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was hier hinten ist. In langen Nächten, in denen du in der Schule arbeitest, zerstreust du dich damit, Sachen in diesen Metallarmer zu werfen. Weil du den Jungen befreit hast, willst du Finesse sagen, ihn aus Versehen umgebracht und dann komm mal raus. Hier wurde deine Liebe für Schmiede und Goldschmiede gefunden. Wenn du vorhast, ein neues Leben anzufangen, alleine oder mit hier, sobald der Junge in Sicherheit ist, hast du zumindest schon mal ein Handwerk. Das Feuer der Schmiede unablässig verwenden. Du solltest vor Finesse keine Geheimnisse haben. Die kranste Schöpfung, die bei dir schon verwundert ist. Das ist auch nicht eine Runde, hast du es noch nicht gemacht. Manchmal hast du das Gefühl, Teil eines größeren Plans zu sein. Als Zahnrädchen in der inneren Maschinerie eines finsteren Wesens. Ein angeblicher literarischer Forscher. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns den Ring mal ein bisschen genauer an. Die kranste Schöpfung von Familie. Kalte Füße. Von Jahren. Du benutzt Hammer und Amboss, um Metall zu formen. Jegliche Schöpfung ist ein Ausdruck von Gewalt. Das erste Mal, dass du ein ähnliches Rad gesehen hast, war in Ezekiels Werkstatt in Santa Brigida. Du würdest ihn nur zu gerne wiedersehen, doch dir genügt schon zu wissen, dass er vor 3 Jahren der Priester der Königin von Spanien geworden ist. Nicht schlecht für jemanden, der einfach nur in seiner Werkstatt arbeiten wollte. Dorthin wandert alles, womit du und Rines nichts anzufangen hast. Eine Säge, die macht, was sie soll, was der Hals des Sachsentrottels bestätigen kann. Okay. Mal näher dran. Dem
Steinen versuchen, den Transmutationstrank zu reproduzieren, versucht Finesse schon seit längerer Zeit Kohle in Diamanten zu verwandeln. Es war mal Kohle, die zu Diamanten werden sollte, nicht Öl. Dem würde schon eine fehlende Murmel. Naja, eine Murmel sieht mir das jetzt nicht aus, aber... Den Strudel beißen gern, ist dünn, aber robust. Der von dir geschaffene Kelch, in den Finesse den Transmutationstrank lassen wird. Nach Finesse Plan wird der Junge ihn trinken, nachdem du ihn bestialisch gefoltert hast, dann wirst du ihn töten. Wenn der Junge wieder zum Leben erwachen sollte, wie es im Vertrag des Fleisches geschrieben steht, wird der Trank und du selbst kannst ihn dann trinken. Mal sehen, ob du den ersten Teil über die Bühne bringst, ohne den zweiten Teil zu ändern. Lederröhrchen, die Brieftauben in ihren Schnäbeln transportieren, bis sie deinen Hermdor kennenlernen. Rettichpulver aus Japan. Das Jucken, das es vor allem in der Nase verursacht, ist so stark, dass es selbst einen Toten laufen. Genauer gesagt sollte es jemand, der gerade im Sterben liegt, noch etwas länger durchhalten lassen. Das Inventar so voll ist. Witzig, dass das Bild, das wir von uns haben, auf etwas Flüchtigen basiert, wie unserem Spielbild. Und du hast nicht mal das. Bist du Iago, Diakon in Diensten des frommen Finesse de Orduna, Leutpreiser der Kirche von St. Fürst im Überloch. Bist du Vulkan, Gründer und zweites Haupt des Orden des Fleisches, angeführt vom satanischen Finesse de Orduna. Bist du Miguel de Fuente Negra, Sohn des Teufels vor der Inquisition, vom gerissenen Finesse de Orduna gerettet. Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen. Ich gucke mir mal gleich das hier an. Hier stöbern wir. Verstoßenes Glycerizza-Glabber, auch bekannt als Lakritz. Finesse verwendet das als Süßstoff für seine widerwärtigsten Tränke. Du hast ja Rodricks Leben damit jede Süße. Ein mächtiges Schlafpulver, das du benutzt, um Freiwillige für Finesse Tränke zu erkennen. Weißes Papier, nicht so viel wie in Santa Brigida, aber es ist gut, um deine wissenschaftlichen Fortschritte festzuhalten. Schweinswände. Du widerstehst der Versuchung, mehr Papier mitzunehmen, als du Platz hast. Jetzt weißt du, wo du etwas zu schreiben finden kannst, falls du mal solltest. Das Glück, dass die Tinte nicht eingetrocknet ist, bis auf der Fall ist. Jetzt wieder ein Zettel direkt verbinden. Du musst eine Nachricht schreiben. Hör zu. Okay, das wissen wir noch nicht. Ein ungewöhnlich kleiner Schädel. Das hätte man sonst auch vom Sachsen-Trottel erraten sollen. Allein der Gedanke, wie viele unwirksame Transmutationstränke Finesse hier schon mit deiner Hilfe gebraut hast.
vielen Kolben, die in der Alchemie zum Einsatz kommen, bekannt als Mittelhalsrundkolben. Es benutzt Finesse, um Alkohol zu destillieren. Er trinkt ihn aber nie, da er dieses Laster hasst. Eine gute Entscheidung. Normalerweise sind dort Ratten zu finden. Sie sind nicht die zuverlässigsten Versuchstiere, dafür aber leicht zu fangen und niemand vermisst sie. Finesse bei einem Ritual gebissen. Anstatt ihn sofort zu töten, ließ Finesse ihn etwas verhungern. Er sagte, das Geheul und die Verwesung haben ihn inspiriert. Jetzt vermisst er seinen geliebten Hund. Sehr nett. Finesse Falkenhandschuh, den lässt er nie jemand benutzen. Was wohl wäre, wenn Finesse wüsste, dass du ihn manchmal benutzt, um ein Tier mit Hilfe von Hermdor Liebesbotschaften zu schicken. Wenn du ihn benutzen willst, dann ohne das Finesse das Tier muss ihn wohl vorher abstechen. Nach vielen Jahren der Suche nach der Münze des Urteils, dem Hauptbestandteil des Transmutationstranks gemäß dem Vertrag des Fleisches, nur Seokan hat nicht nur eine, sondern gleich zwei in den leeren Augenhöhlen eines Skeletts auf einem Wikingerschiff gefunden, das an einem praktisch unerreichbaren Strandabschnitt der Isle of May auf Grund gelaufen war. Zwei Münzen des Urteils, die für den Transmutationstrank gebraucht werden, der dir ewiges Leben verliert. Kopf beider Münzen ist ein satanisches Symbol, das du schon auf dem Titel des Vertrags des Fleisches und Santa Brigida gesehen hast. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies die echten Münzen des Urteils sind. Manche der Symbole auf der Wappenseite der Münze entsprechen denen auf dem Vertrag des Fleisches. Dein Freund, Beschützer und Mentor, und doch wirst du dich ihm widersetzen, indem du diesen Jungen zur Flucht bringst. Er ist nicht so alt, wie er aussieht, aber eine obsessive Persönlichkeit ist ein guter Komplize beim Verbrechen des Alters. Sollte der Transmutationstrank wirken, werden du und er euch sich dieses Verbrechens nicht mehr schuldig machen. So richtig hast du noch nie an dieses satanische Gerede geglaubt, weder daran, dass du der Sohn des Teufels bist, noch dass er persönlich den Vertrag des Fleisches verfasst hat. Doch glaubt Finesse an all das. Er würde gerne glauben, dass er das glaubt. Für Ursus trägt er bereits das Gewand des Ordens, auch wenn das Ritual erst heute Nacht stattfinden soll. Er ist schon viel zu aufgeregt. So wie du, wenn du nicht diese dämliche Vision hättest, dieses Kind zu retten. Tell me, Ines, you called me that upstairs. Remember, we're not in public, my good Vulcan. Als ihr den Orden gegründet habt, hielt Finesse es für eine gute Idee, dass alle Mitglieder einen Geheimnamen haben, um die Sache noch dramatischer zu machen. You're right, Lord Bile. Doch du hast das Gefühl, dass es für ihn mehr als nur ein griffiger Spitzname geworden ist. As of tomorrow, I will cease to pretend that I'm Father Hines, parish priest of St. Fergus Church in Inverloch, and you'll stop pretending you're Deacon Iago. I'll never understand why he can be so loyal to you while he still believes in the Christian God. And remember, I saved his life. Some people value such a thing.
Maybe we don't need Ursus to mount guard at the church door. I close the door, take the key, and problem solved. No, I'd rather have him there. Just in case Sir Roderick comes. I mean, Lord Behemoth. Maybe we shouldn't have killed the Saxon moron. You seem to think otherwise when you tortured him. What if he served someone, and now they're looking for him? He'd have confessed. Whom could he be serving? The Inquisition. Bah! If the Inquisition knew of our existence, they'd come with a small army instead of infiltrating a moron among our members. It's very strange that our Spanish friend hasn't arrived yet. He's always the first one. We'll never be thankful enough to him. It's a shame we must kill him tomorrow. What? We'll be immortal, Vulcan. We won't need anybody's money anymore. The Order of the Flesh will die tomorrow. I don't trust Sir Roderick. I do. Besides, we need him. There are some doors that no commoner can open, no matter how immortal he is. My father was the Duke of Fuentenegra. Your father is Satan. Miguel de Fuentenegra died in the dungeon I saved you from. What will happen to Lady Katir? That cold fish. I guess her legitimate master and husband, Lord Behemoth, will kill her tomorrow. Did you know? She can't satisfy him anymore. Do you think this time we'll get it right? Sure. We only needed the coins. I've got the rest of the ingredients down. But I won't prepare the potion until the very last moment, right before the ritual. What would happen if we prepared the potion with the coin, but excluded one of the ingredients? Which one? The aim of salt and sulfur is to purify the soul before its return. Without those ingredients, the drinker would come back with a contaminated soul. A demon. A monster. Interesting. What would happen if we prepared the potion with the coin, but excluded one of... Which one? Mercury ensures that the transmuted being comes back to life with his memory intact. It would be horrible if we forgot to add mercury to our potion. But, as I'm sure you understand, I can't allow myself to make such a mistake. What would happen if we... Which one? Iron is used to forge the soul again, and gold to make it come back to life. I'm not sure what would happen if we skipped one of those. A soulless being? Or perhaps the body wouldn't come back to life? What would happen if we prepared the... Which one? According to the Treaty of the Flesh, fire is used to honor an unknown entity. Satan. I'm not that sure. But I am. Plus, we need fire to melt the coin of judgment. What would happen if we... Which one? Do you really think they're from the devil? Without a doubt. You've seen the pentagrams on one of the sides. The same symbols have been used with different meanings by different cultures. And don't you think that Satan, Prince of the Cosmos, wouldn't claim the symbol that identifies him? I don't doubt his power, but... Don't argue, Vulcan. It's just that, since Brother Siokan found the coins in an old Viking boat, maybe that should be our new destination. Maybe there we can find the civilization that wrote the Treaty of the Flesh. Tomorrow, my good Vulcan, we'll be immortal. We won't need the book anymore. But how much more knowledge can be hidden in there? Oh, is there any higher knowledge than the one that allows you to reign over death? According to what I read in the Treaty of the Flesh, 2 people can drink from a potion created with 1 coin. Tell me something I don't know. The kid will drink first. Who will drink second?
When we're sure it works, I'll drink. Then we'll prepare more potion with the second coin. You, my faithful helper, will drink from it. Then Sir Roderick. Sir Roderick? Why him? Without him, we wouldn't have this church, Falcon. Nor an alibi. Or anything else. He deserves it. I'd like to clarify something about the kid. The kid is taking the place that Seokan deserved for finding the coins. He was one of ours. But we can't just get a random kid and make him immortal. He'll be too powerful. Tell me something I don't know. He'll be tied until we prove the potion has worked and has no secondary effects. Then we'll throw him in the well, where he'll enjoy immortality without becoming a nuisance. The kid is not easy to torture. I mean, I've never tortured such a tiny body. I hope I don't make a mistake. Oh, I trust your skill, Vulcan. I feel weird torturing a kid. Maybe we can find another volunteer. I don't know what bothers me more, Vulcan. The sudden hint of a conscience within your dark soul, or your questioning of my orders. We said we would not use servants of Sir Roderick as victims. The kid was eavesdropping, Vulcan. What will happen when the mother starts looking for him? Oh, you're right. Oh, well, luckily we're in no shortage of poison. Why don't you go out and get some fresh air, Hines? Lord Bile. And no, I won't rest until the ritual is over. Siege gemacht, was sie sollen. Kurz darüber nach, kurz an Pfeile würden wir. Du kannst doch nicht die Armbrust von Sir Roderick zu sehen. Du würdest ihn nur zu gerne etwas Persönliches absägen, nicht wahr? Vielleicht hier irgendwo. Eine neue Maske. Hast du selbst geschmiedet, um Ursus auf deiner Seite zu haben, falls Rines mal den Verstand verlieren sollte. Hat Rines ihn schon gebeten, sein Ordensgewand anzulegen? Der Alte wird nachlässig. Obwohl du ihn wie auch die Maske nur aus Jux und Dollerei geschmiedet hast, warst du unglaublich stolz, als du gesehen hast, wie Ursus jemandem mit dem Schädel eingeschlagen hat. Warum hängt der Hund einer satanischen Sekte so sehr an seinem Rosenkranz? Er ist der einfältige Hühne wohl, dass er zwischen den Beinen blutet. Hier irgendwas. Your leg. It's bleeding, isn't it? Well, I'd say it is.
Just out of the blue. How many years have gone by since Hines forbade you from hurting yourself? Maybe I should tell him? Or are you going to give me whatever it is you're hiding? Sprechen kann eh nicht. Would you happen to have another torture instrument on your other leg? What a shame. But please let me know if you find one on any of your other members. I made that metal glove for you. You'd never use it against me, would you? I'll take that as a maybe not. You remember Hines said I can enter and leave whenever I want, right? Yes, yes. And Sir Roderick, and his wife, too. That kid just doesn't know how to give in to torture. If he carries on like this, I don't know what I'm capable of. Dem Mühengewicht des Karrenkutschers nach zu urteilen, müssen die schwerer als der Sachsenpaddel sein. Du kannst da bestimmt ein Loch reinsiegen. Du kannst die Fässer nicht beschädigen. Der Karrenkutscher würde sich bei Sir Roderick beschweren und du wirst ja kein Problem. Widerlicher Lappen. Der Karrenkutscher wischt sich damit seine widerliche Stirn und seine schmutzige Nase. Du lächelst. Direkt vor deinen Augen kannst du sehen, wie der Junge fliehen will. Doch der Karrenkutscher darf nicht sehen, wie du den Jungen anfasst. Einige Lederriemen, die du brauchen könntest. Leider braucht sie der Karrenkutscher, um dich besser zu sehen. Seil anbinden. Der erste Gericht liegt, du öffnest ja anders. Da, nimmst dein Leben. Der klare Sieger des prestigeträchtigsten Königsfestes. Schmutzig und zerlumpt wie die Karrenkutschen von Santa Brigida. Good morning, good man. At your service, sir. They seem really heavy. You're mad. They're empty. You know it's heavy. It's this damn hangover in my head. Oh, I can't even lift it. So Roderick, God save him, for many years, forced me to drink 6 glasses in a row before buying the goods. Maybe he fears someone will poison him. Are you mad? Who could be so evil? Anyway, I feel horrible today. Can I take a nap? What do you transport? What am I transporting? Delicious wine from Wessenlachen, brewed at St. Mungo's Abbey. But of course you know the story.
when St. Emlyn travelled through Wissennacken. He asked the girl for water. She didn't want to give him any, because the plague haunted the village. But then, St. Emlyn insisted. So, she gave him the water, which she transformed miraculously into wine, and he drank happily. And he had a hangover too. And he died, not so miraculously, the very next day. Bah! Details. I think I saw you walking around the lake last night. What were you looking for? I was really looking to get a breath of fresh air. After selling some of my goods to Sir Roderick, I was a bit dizzy. But at the same time, I was looking for stench in the cave. You remember that St. Columbia defeated a monstrous demon on the shores of Loch Ness. It seems that the stench betrayed him. And you found a similar stench here? You're crazy. You can only breathe goodness here. I was waiting to find some pagan devil, like that Bile. When they knew I was coming here, most of my fathers insisted I look for St. Phelan's cave. Right. I've looked for it too. In vain. What? Same as me. The so-called dizziness went away, but I fell asleep on a rock. A lovely night, out in the open. If it was winter, I'd be dead. I feel like shit today. Will you stay tomorrow for the hunt? I'd love to. I'm a devotee of St. Aidan and St. Alec. Plus, I heard that noblemen from all across Europe are coming. But as soon as I get all these barrels in the cart, I'm going to go back to St. Mungo. Could you lend me those strips? I'm afraid not. I need them to tie the barrels. I'm lost without them. They were blessed at St. Alistair McNair's church, the saint of commitment and the turtle bonds. He found the corpse of his betrothed 40 years after she died, thanks to the ring he'd given her, with the inscription, "From Alistair, with love." I know. An inspiring character. Ich hab noch einen Urlaub, da können wir noch ein bisschen rum. Das ist erst am 2. Januar dann. So, dann kann ich hier vielleicht jetzt mal so ein Loch reingehen. Das sind leere Alkoholfässer. So, wirklich Speise aus der Sterne.
Mal gucken, ob das funktioniert. Die Fässer nicht beschädigen. Okay. Ja, das nicht. Den Lappen mitnehmen. Jetzt kannst du den Jungen ins das Fässer stecken. Jetzt musst du noch einen Weg finden, wie der Junge hierher kommt, ohne dass Ursus oder sonst irgendwas hat. Du wirst ihm später wieder zurückgeben. Moment. Wo ist die Diebe? So, da zunächst eine. Gut. Da kann ich mir diese Lederriemen umbinden, um die Falten zu machen. Das ist man natürlich alles nicht so genau. Und hier raus. Sachen am Befehl, niemanden hineinzulassen, es sei denn jemand, der zu der Party eingeladen. Man ist zu der Party eingeladen, die vor dem heutigen Ritual des Ordens des Fleisches stattfindet. Eine der vielen Beleidigungen, die du seitens der Roderick zu erdulden hast. Für ihn bist du noch in der Sandlange. Dann will ich mal eben hier... Der Lederriemen. Die Lederriemen, die du dem Karrenkutscher abgenommen hast. Kann ich mir die hier irgendwie... Hier noch? Ich kann damit irgendwas machen. Aber alles einmal schon so durchprobieren. Wahrscheinlich kann ich das auch nicht brauchen. Ja, das kann ich auch nicht. Irgendwas wie eine Tod eines Kindes wäre der Tod des anderen Kindes. Der Lederriemen erlaubt es dem Gefangenen, seinen Kopf etwas zu bewegen, wodurch er sehr zur Freude des Publikums seinen Schmerz noch mehr Ausdruck verleihen kann. Schon vorher den Fleck da oder hat er ihn sich geholt, als Gemäß ihn beim Lauschen erwischt und auf die Flucht geschickt hat? Ja. Das ist nicht zu sehen. Dann gebe ich ihm mal hier das Anrufpulver. Don't kill me. I won't hurt you. Calm down. No, please. Shh. Listen to me. I am here to save you. But I need you to calm down. I wasn't spying. Think of your mother. She'll be looking for you. What? My mother? Now that you've calmed down, answer my questions, and I'll do whatever is in my hands to save you. No. Save my mother. She is not in danger. I said that so you would shut up.
What's your name? Fergus Quinlan, sir. I was given that name because I was born on St. Fergus Day. Do you know who I am? You are Deacon Iago, Father Hines' helper. Sundays after Mass, you read books and tell legends to those of us who can't understand the written word. Can you tell me which book I read to you? Yes, Sir Iago. It's been months since you started reading us the Divine Comedy. But Dante, the Italian, I hope one day I can learn to read like you. Do you remember any of the stories I told you? Yes. My favorite one is that of Bertrand the Wizard. Refresh my memory. Bertrand, native to Languedoc in France, could move objects with his mind. The Inquisition accused him of sorcery and put a rope around his neck, but made sure his feet touched the ground so that he wouldn't choke. They cut off his right leg and flung it out in front of him. Show your power by attracting it back to you. Bertrand died 3 days later when his left leg failed. He never stopped staring at the right leg on the ground. Are you sure it was the right leg that was cut off? Is it that important? Hines told me you were spying on him. I didn't want to, sir. I was hiding in that room because I didn't want to clean the Great Cauldron. They always make me do it, and I'm sorry. I didn't want to, sir. What did you hear Hines saying? I don't know, sir. I didn't understand a thing. He and Sir Roderick talked about coins, a potion, and the devil. Now it's your turn to ask me. I don't understand what's happening here at all, sir. Father Hines and I are the founders of a satanic order that meets here in the basement of this church, the Order of the Flesh. If I fail at helping you escape, tonight, after torturing you for hours, we'll make you drink a certain transmutation potion. Then, we'll kill you. And then, you'll come back to life. Many years ago, I read several pages from a forbidden book that is now in the Vatican. One of those pages mentioned a potion that would transmute its drinker into a being able to overcome death. But among its ingredients, there was a golden coin with a strange symbol. Once a year, the night before the great hunt in honor of Saint Eden and Saint Alec, we meet here to offer sacrifices to Satan. But enough talking. I must find a way to get you out of here. Do me a favor. When you see me around here, shout as if I was tearing your soul out. Now, let's see if you can still reason. You've disappeared for some time now. Who may be looking for you? Maybe Zachariah Gray, the kitchen boss. The one I clean for. My mother, probably not yet. She's the only one who tells me to hide and avoid some of the chores. But if she doesn't see me at night, she'll get really scared. Do you understand everything I told you about this place? And what we do here? Yes. Well, no. It was too much information. The members of the Order of the Flesh are noblemen from all over Europe. The same ones that come to the annual hunt. They have funded our search for years. But this year, we'll finally be able to show them results. You'd have been safe if a monk called Siokan, who worked for the Order, hadn't found a couple of coins with a strange symbol a while ago. I still don't know how to help you escape, but I'll find a way soon. And when you escape, I'll say I've killed you and thrown you in the well. That way no one will ever look for you. What about my mother? I'll comfort her. No, please.
No! No! Wenn du dich nicht an den Plan hältst und ihn so folterst, wie Finesse dir gesagt hat, besteht es keine Gefahr. Einfache Lösungen waren ja noch nie dein Ding, ne? Have mercy! Du wirst ihn nicht foltern, doch vielleicht können die Schraubstöcke ihn größer wirken lassen. Wie auch immer. Dem Zustand nach zu urteilen, wird er wohl nicht mal mehr laufen können. Mit den Lederriemen kann man dem Jungen etwas auf den Leib gebunden werden. Was? Den Lederriemen könnte man dem Jungen die Schraubstöcke an die Füße binden, um ihn größer wirken zu lassen, doch in ihrer jetzigen Form würden sie ihn am Gehen hindern. Okay. Machen wir das nochmal. Ganz klar, du wirst keinen besseren Weg finden, den Jungen aus der Burg zu bekommen, als mit einem Professor. Auf dem Weg dorthin darf Ursus ihn nicht sehen und mit den Lederriemen allein wird das nicht gehen. Okay. Hier nochmal an. Am besten verlässt er die Burg in einem von Cannons Fässern, doch um unbehelligt dorthin zu gelangen, braucht es etwas mehr als nur Lederriemen. Und damit meine ich jetzt nicht diese Schraubstöcke, zumindest nicht in ihrem jetzigen Zustand. Dann muss ich damit Have mercy! 2 Exemplare des Folterinstruments, das als Schraubstock bekannt ist, mit Höhenverstellung, damit das Opfer nicht humpeln muss. Damit denn irgendwas machen? Oder nicht? Vielleicht kann ich damit die Säge verwenden. Beide Schraubstöcke gleich abgeschlossen, damit sie beide noch stehen können. No! No! Ja. 2 zerlegte Schraubstöcke, vielleicht weil du heute niemanden mehr foltern wirst, schon gar nicht den Jungen. Gut, jetzt probieren wir das nochmal. Das. Ich verlängere, der Junge verlässt die Burg in einem Fass und erreicht unbehelligt den Karren, weil er dank der Schraubstöcke, die mit Lederriemen an seine Füße gebunden sind, so groß wie ein Erwachsener aussieht. Doch wie sorgst du dafür, dass Ursus dich nicht erkennt? Gut. Gut, das wissen wir jetzt noch nicht. Don't kill me! I didn't do anything.
I think that Ursus tortures himself. He needs a way out. His guilt for helping us is too big. But you forbade him to torture himself. And he feels guilty for lying to me. That's the way religions work, my good Vulcan. As soon as someone feels guilty, you've got a slave. Woraus das Geschmack und geruchlose Schlafpulver nicht in ein Verhältnis geben oder mit versuchst du eine Formel mit Rechtspulver zu finden, die dir in dieser Situation helfen kann. Findest Stein. Du hast nicht vor, das Maschinenfeuer zu verbrennen. Vorstellung, etwas in den Eimer zu werfen und das abzulenken, ist ziemlich verlockend, aber sollte ich das besser nicht nutzen. Im Moment bist du erfüllt vom schelmischen Geiste des Freunds Giuseppe. Zeit deine Zielkünste. Weg gefunden, um die Meerschweine davon abzulenken. Du wirst enorm über den Fall I didn't do anything. Das blutige Pentagramm verquickt das satanische Symbol mit einigen der alchemistischen Symbole, die du aus dem Vertrag des Fleisches kopiert hast. Wenn diese Lederröhre wasserdicht wäre, dann könntest du darin Blut auffangen, doch du weißt nicht, wozu das gut sein könnte. I didn't do anything.
Oh God! Stuhl reißen gern, stimmen aber bewusst. Dann könntest du den Faden an das Röhrchenklo und roten Vögel halten, solchen Schnabel, das dann nötig ist. Du musst den Faden an die Armbrustknoten, dann kannst du sie werfen. Ja, zum Moment. Kannst du dann danach den Faden an den Ring festzuknoten, den Papier zu geben und dann an den Faden zu ziehen, um dir sowohl den Ring als auch einen irgendwie Faden zurückzuholen, wenn du überdrüssig geworden bist. Ja, Röhrchen, Gesprächsstrauben. Das öffnen. Don't kill me! Vorsicht, wenn die Kristallkugel aus Versehen runterfällt, könnte der Krach ungewollte Aufmerksamkeit geben. No, please! Schlüssel zu einer Tür. No, please! Ja, Säge kann ich hier gerne. Säge gemacht, was das soll. Nicht irgendwie. Die Arme aus. No, please! Ich muss irgendwie wahrscheinlich Ursus loswerden. Nehmen wir das nochmal an, die Folge dann Stuhl. Vielleicht ist es ganz hilfreich, ein wenig Holz zu sägen, aber nicht von diesem Stapel, sonst müsstest du dich hochbringen. Das ist rechtfertigen. This can't be happening! Bänke ansehen. Da braucht man schon mehr als Schlafpulver, um Ursus zu einem Nickerchen zu legen. Er schläft nicht, er schläft so aus dem Huren und konnte wehtun. Dieser Hurensohn steht eh viel zu sehr auf Schmerzen. Du würdest Ursus niemals einen Grund wehtun. Nein, der ist so verrückt, dass er sich sogar selbst damit verletzen kann. Aber was ich vielleicht... Ups. Vielleicht kann ich hier... den Ring... Vielleicht kann ich den hier rauf... Anscheinend nicht. Auch irgend so eine Klamotte hier. Vielleicht kann ich den Lederriemen hier statt Händchen verteilen.
Sicherlich hingehen willst, mit allen Implikationen, die wir den besser persönlich und dann gar nicht zu kurz. Eigentlich ist das dann gar nicht. Pfeifst und zu riechen, was haben wir Störchen und Schlangen. Nur wird in seinem Schnabel jede Botschaft überbringen, die du verschicken möchtest. Und wenn du das Papier nicht schützt, wird es zerrissen. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwie an den Handschuh kommen erstmal. Wieder jetzt. Ich kann mit dem Faden irgendwas ausrichten. Festbände oder sonst was. Und eine Lösung wird es schon geben. Gegenstand, der in die Räder geschoben wird, wenn es nicht zum Stopp. Neulich erst geschärft von einem Vorfall mit dem Sachsen. Glatt genug, das Problem ist nicht der Ring, sondern deine Entscheidung wegzugehen. So voll scharf. Vielleicht kann ich den Stein Riemen, den Faden. Ist hier irgendwas vielleicht an dem Käfig? Faden an den Pfeil binden könntest, um ersteren zu ziehen, um letzteren zu bekommen. Auf den ersten Blick scheint das keine leichte Aufgabe zu sein. Weder wenn man den Handschuh binden könntest, dann könntest du mal ziehen. Und nein, das muss sicher eine Entfernung von Finesse sein. Die Riemen sind nicht gleich. Lang genug. Die Idee, Finesse mit dem Klacken einer Murmel abzulenken, im Teil einer Feld wirklich interessant. Du brauchst noch etwas anderes, um den Handschuh schnell zu schnappen und Finesse bei finden. Legt die Finesse dadurch ab, dass du eine Murmel in den Metalleimer wirst, dann ziehst du irgendwas auf den Handschuh ab. Aber was genau? Wie soll dir das helfen, an den Handschuh zu kommen? Dann nehmen wir jetzt den Faden.
nicht. Sehr schade. Ich bin ein bisschen überfragt. Das ist Schlafpulver, ne? Ich bin schon mal einen Schritt weiter gekommen, aber... Oh God! I wasn't spying. This can't be happening. Don't kill me. Das findet er. Das wieder nicht angezeigt. Das auch nicht. No, please. Don't kill me. This can't be happening. Vielleicht bringt das irgendwas.
No! No! Oh, God! Verbrechen in Panik aus, wenn du den Namen dieser Symbole ins Ohr flüsterst. Jetzt vielleicht das noch? Nein, das nicht. Schade. Das wieder. This can't be happening. Jetzt wird das wieder nicht angezeigt. Das auch nicht. No! No! Das wird jetzt auch wieder nicht angezeigt. Das ist echt komisch. Das jetzt auch nicht. Have mercy! Have mercy! No! No! I wasn't spying. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich bin Don't kill me. einfach überfragt gerade. Das reicht schon ein paar Sekunden. Das hätte ungefähr sein können. Have mercy. I wasn't spying. Don't kill me. Was ist denn da los? Und das? Das vielleicht? Das? Dann das da drüben. Angezeigt. Dann wäre das. Dann hätten wir das Pentagramm fast vollständig. Steht nur da noch. Don't kill me. No! No! Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir noch nicht angezeigt wird. No! No! Das hätten wir schon wieder nicht angezeigt. Dreieck. This can't be happening. Dreieck. I didn't do anything. Das ist auch ein Dreieck. Das ist nicht. Probier das nochmal aus hier. Nochmal. Dreieck. Dann gehe ich wieder zu dem hier rüber. Dreieck.
No, please. Probier's nochmal. Das wird mir angezeigt. Das wieder nicht. Das ist doch... Wir machen kein Vereinsatz. Nochmal. Don't kill me. Jetzt hier rüber gehen, ne? Don't kill me. Okay. Das hat mir wieder nicht angezeigt. Don't kill me. Irgendeine Kombination. I wasn't spying. Müsste es ja diesmal... I didn't do anything. I didn't do anything. Dreieck mit Kreis. Das Kreis mit Dreieck. Dann ist hier ein C. I didn't do anything. Hier gibt es auch noch welche. Und dann Oh God! Okay. Und dann das Ding da oben. Das Geheimversteck, von dem nur du und Rines wissen. Aus dem gleichen Grunde kannst du es nicht benutzen, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Ja. Oh God! Das Augenwecken Sympathien, die er sehen ja so sehr. Speichert. Hier vielleicht. Have mercy. Das ist die Mutter. This can't be happening. Now, let's see if you can... Do you understand every... Yes. Vielleicht kann ich ja jetzt einen Brief schreiben, vielleicht hat sie einen Sohn und vermisst den oder so. Don't kill me. Was ist das denn? Mensch, das habe ich noch gar nicht gesehen. Manchmal wachst du schweißgebadet auf, weil du von den Sachen geträumt hast, die Finesse gefunden hat im Auge. Geht mir mit dem Auge. Und nein, wir reden hier nicht böse, Leute. Transparente Garnspule könnte deine Geheimwaffe sein, um Finesse eine Falle zu stellen, doch er wird erst heute Nacht an jenem Altar sein, zu spät, um den Jungen zu retten. Aus dem Leben von Finesse und Freund und Retter ein Ende machen, nur um das Leben eines Kindes zu retten? Selbst wenn es wahr
sagen solltest, dass während des Rituals zu versuchen, werden die Mitglieder des Ordens nicht umgehen. Wahrscheinlich dasselbe. Ja. Vielleicht bringt mich das schon. This can't be happening. Eines Tages wirst du deine Memoiren schreiben. Eines Tages werden wir das Papier auflösen. Jetzt weißt du, was deine Nachricht. Ja, du könntest Kai hier etwas schreiben, die Ähnlichkeit ihrer Augen und der von Freudenschlag kann eine große Hilfe sein. Komm zu mir in die Kirche, jetzt zieht vor. Jetzt habe ich die Nachricht, aber leider habe ich immer noch den Punsch. Aber jetzt kann ich die Nachricht schon mal nicht. Nicht reinpacken. Muss ich jetzt ein bisschen nehmen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Handschuh kommen. Und hier alles. Irgendwas an dem scheiß Tisch hier machen. Destillat hier. Was machen? Ja, so ist es bei Adventure, wenn man nicht weiter weiß, probiert man es aus, vielleicht auf jedem Strohhalm und wenn es noch so unwert ist. Dobby. Du hast das nicht für ihn geschmiedet, doch irgendwie brauchst du mehr zu schätzen, als eine Frau, mit der du schlafen musst. Wenn du schlafen schlägst, wird er wissen, dass du das warst. Versuchen wir eine dieser Münzen zu holen. Zum
zusammen mit ist seit einem Jahr in der Suche an seiner Seite gewesen. Zumal der Meister der Alchemie verletzt ist. Du musst versuchen, dir eine dieser Münzen zu holen, wenn du willst. Sollte nicht allzu sehr verwundern, dass etwas Schönes und Zartes durch den Hammer erschaffen wird. Schließlich wird doch der Mensch, die Krone der Schöpfung inmitten von Schmerzensschreien geboren. Die Zeit geschärft mit dem Hammer wird. Die Hämmer verschießen kann, Thor, der nordische Gott des Donners, würde dafür sicher ein hübsches Sündchen bestellen lassen. Also ich kann ihn wenige Sekunden. Das fehlt noch irgendwas. Aber eine Handschuhe. Irgendwas übersehen, selbstverständlich. Ich ändere das schon. Mit den Augen ist ja immer noch irgendwas, ob ich das dann geschrieben sicher, dass du dich selbst foltern willst? Na klar. Nur zu, wenn wir damit nicht in der Gegenwart Also wenn ihr diesen Stream schaut oder das Video schaut, irgendwelche Ideen habt, wie man hier weiterkommt oder wisst, wie man hier weiterkommt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Ich bin jetzt gerade echt total gefragt. Es neigt sich dem No, please. Zustand, geistigen
Konzentration geht ein bisschen flöten gerade. This can't be happening. Oh God! Er hat Augen. Have mercy. Ich probiere hier noch einmal alles durch. Den Handschuh hier. So, wir brauchen den Faden an den Pfeil binden könntest. Ersteren zu ziehen, um letzteren zu bekommen. Das scheint eine leichte Aufgabe zu sein. Vielleicht kombiniere ich einfach mal. Pfeil. Du musst ein Stück Faden hinten an deinen Pfeil. Dann schön, dass dann jeder Kombination gespeichert wird. Jetzt du die. Nein. Anderen Pfeil hier. Das Ende des unsichtbaren Fadens ein Pfeil gewickelt ist. Wenn du noch bindest, kannst du daran ziehen, um dir den Pfeil schnell zurückzuholen. Das ist der Plan. Gut, dann wir nochmal hin. So, wir brauchen erstmal die Ablenkung. Dann Pfeil, während du Finesse dadurch ablenkst, dass du einen Mordel in den Pfeil auch mal rüberst. Genau, das muss auch noch gemacht werden. Das Ganze noch dazu. So, Ablenkung. Das war jetzt nicht gemerkt. Schön, es geht voran. So, dann kommen wir jetzt nach draußen zu dem Fall. Don't kill me. Das ist jetzt auch, wo er hier jetzt, gut, wird es wahrscheinlich mitgekriegt haben, aber das ist seine alten Erinnerungen. Yesterday.
Dann geht's los. Dieser Vogel verstehe ich nicht. Das klang nach dem Haupteingang, die Kirche. Das könnte Teil sein. Ich glaube, denkt sie jetzt, das ist ihr Macker gewesen. Ich gehe mal nach oben und check das. Ist eigentlich ein bisschen blöd, dass er hier... What am I doing here? Give me a good reason. Ich mach sofort weiter. Ich muss mal hier eben... So viel Zeit muss sein. Ich freue mich echt schon auf die 5. Episode von The Council. Ich hatte die erste Episode mal angespielt. Das ist deutlich länger als andere Episodenspiele. Ich habe 5 Stunden gespielt von der ersten Episode. Und die war noch nicht zu Ende. Also, wie gesagt, ein Episodenspiel, aber mit mehreren Kapiteln pro Episode. Die 5. Episode ist leider noch nicht draußen. Ich habe immer ins Season Pass gekauft. Glaube ich im Sommer oder jetzt vor dem Sommer. Before, when I left your room, it was a bit rough. Just like you were in the note. I'm sorry. That's why you made me come here? Really? What am I doing here? Give me a good reason. Give me a good reason. Ines wants me to torture and kill a kid. The cook's son. There's no way I'll do that. Wait, you don't defy Ines for me, but you do for a dirty servant. He has your same eyes. The kid? And your hair. I can't kill someone who reminds me so much of you. Our kids could look like him. Kids? You and me? That requires a certain level of commitment. Much more than anything you've shown me. Anyway, who cares? I have more than one reason to save that kid. When the Inquisition captured me as a child, it was the death of another child, also a servant's son, that helped me escape. Whether it's God's or the devil's doing, it's only fair that I pay back the favor by saving this kid's life. One death more or less is not going to tip the scale. Anyway, who cares? I already told you, I'm sick of killing, and I don't want the burden of a child's death upon me. He's a servant. He leads and will lead a miserable life. You're taking nothing from him. Anyway, who cares? Sehr einfühlsam. Are the guests arriving? It seems that Don Guzman arrived during the night with a lot of servants. I hate it when members of the Order come with such a large entourage. The more servants, the higher the risk of someone learning about the Order. Have you seen your husband? Yes, he's in a terribly bad mood. I guess none of his whores could give him a hard-on. He's forbidden access to the castle to anybody but the guests and their entourage. Yes, I know. Not even the church deacon and founder of the Order. What I'm giving you is
is not easy to craft. I'd never worked with gold in such a clean, detailed fashion. And the inscription. I copied the idea from St. Alistair McNair. I don't know what to say. Tomorrow, during the hunt, we'll run away together. But I need to save that kid. Please, help me. You wanted the cape, didn't you? I need your cape to save the kid. Hide in one of those confessionals. Once the kid escapes, I'll tell Heinous I killed him accidentally. He'll tell Ursus to search for a new victim. And you'll be able to return to the castle. And tomorrow we will be free? Tomorrow. Das sieht doch schon ganz gut aus. Don't kill me. Never. Gut. Flucht. Dann brauchen wir das. Das ist ganz klar, du wirst keinen besseren Weg finden, den Jungen aus dem Haus zu bekommen. Passt. So, dann braucht er die langen Füße. Was braucht er noch? Was war da noch? Urin. Endlich weißt du, was du alles brauchst, um Fergus aus der Burg zu schaffen. Warum noch länger warten? Fergus, put this on. It's time to get you out of here. We'll make Ursus believe that you're Cater and that you're sick. When you're inside the keg and the cart starts moving, say 100 Hail Marys. Go deep into the woods and walk all the way to Aberdeen. I will give you something extremely valuable. Sell it and embark on a ship to Europe. I don't care what you did before, Deacon Iago. You're a good man. Don't be stupid. Come with me. We'll go to the Vatican and convince the Pope to burn that cursed book. No. I must finish something, and make sure they don't follow you. But when the bastard fell, he grabbed my medallion and took it with him deep into the well. I'm sorry, my good Vulcan. I'm so sorry. I'll forge a new one. Don't worry. No. I'm sorry for you. Ursus! Please forgive my little trick, Vulcan. You betrayed me. I didn't mean to betray you. I got carried away. I threw him in the well because... Stop! Please. Maybe you'll be glad to know that I didn't play fair myself. You were growing too distant. I had to see just how much. And you didn't pass the test. Your fling with Lady Katia, your disdain for our benefactor, Sir Roderick, your arrogance, and now, your betrayal. You must become my faithful disciple once more. Never. I hate you. You will do it. You will. You'll take the child's place in the ritual. You will drink the transmutation potion, die, and be reborn beside me. And you know why, don't you? You'll take out the mercury, so that I will return with no memories. Worry not. I will be waiting for you. I will embrace you and remind you that you are my faithful son. You will serve me for all eternity. As of tomorrow, once we are transmuted, we will recover the Treaty of the Flesh, and you will translate it in full for me. I am certain that it hides even more powerful secrets. The world will be ours.
my good Vulcan. What about the boy? We have more urgent business today, but we'll find him. I may even grant you the honor of killing him. We have all the time in the world. Deacon Iago? Huh? Who are you? Allow me to reintroduce myself. I am Gabriele Scarpetta, last remaining guardian of the Order of Iago. I'd never heard of the Order of Iago before. It's a secret reserved for the custodians of the treaty, Fergus Quinlan's successors. Another name that should ring a bell. It's amazing that Fergus made it that far. Our founder must have been a man of formidable spirit. A servant who fled and then managed to convince a pope and to protect the treaty until dying of old age in the Vatican. It's amazing that Fergus made it that far. Our founder must have been a man of formidable spirit. A servant. The order was established in 1534 by mandate of the Pope, and the first custodian of the Treaty of the Flesh was Fergus Quinlan himself. To what extent is it secret? Pope Clement VII himself decided that no other pope should ever know of its existence. The poor souls have enough as it is, as I'm sure the current pope could tell you. The Order of Iago has a double aim. Finding he who gave his name to the Order so as to give him the Treaty of the Flesh, or protecting the book at all costs. I assume it was Fergus who ordered that I receive the treaty. And right you are. Why me? He knew my past. Because you accepted dying for him, I suppose. There are entire religions based on such trifles, or so they say. How was Fergus so sure that the transmutation potion had worked, and that I would survive for centuries to come? Our founder returned to the place where he met you years before and heard a legend. That of the ghost of Deacon Iago, who rose from the church's ashes screaming, "Who am I?" and disappeared into the woods, never to be seen again. And no one searched for me until now? He did, all of his life, to no avail. And little by little, his successors stopped looking for you as well. Kovac said that you were his, I don't know, informant? He told me that you'd given him information for his book. The bare minimum to convince him of placing the Treaty of the Flesh on the cover of his book. I had to lure you somehow. He said that you had contacted him in the Vatican. As did all my predecessors every time someone asked about the Treaty of the Flesh. It didn't take me long to realize it couldn't be you, although it did turn out to be very useful in finding you. You seem very sure of my identity. Of course. Your phone call, the evidence, the portrait. Everything leads me to you. You bugged Kovac's telephone, and that's how you found me. True. And the next morning, I tried to do the same with your cell phone. Theft is easy first thing in the morning. People are asleep and unsuspecting. But, to my surprise, I soon realized that someone had beat me to it. Your SIM card had been cloned. I wouldn't turn it on if I were you. Otherwise, whoever did this will know your location. Thanks. I guess. Wait a second. You still haven't said where the treaty is. Is it still in the Vatican? No. It was relocated long ago. Where was it in the Vatican?
Before the order was established, it was in the Vatican's secret archives, alongside hundreds of forbidden books. But thanks to our founder, it was moved to a secret vault within the actual archives, and protected by means of an entry mechanism that he designed with you in mind. Why did they move it? During the pontificate of Pope Pius VI, the papacy faced several scandals: embezzlement, theft, schemes within the organization itself. The custodian of the treaty convinced himself that the Vatican was no longer a safe place. Where is it now? In 1786, one of my predecessors hid the book in the catacombs of a city that was transferring the skeletons of its cemeteries to those very same catacombs. There, they recreated the same entry mechanism that the founder had designed for you. That can't be. They took it to Paris? My Paris? And there it still lies. Look for the Triskelion in the tunnels, and you will find the Treaty of the Flesh. Goodbye, Deacon Iago. Wait, won't you be traveling with me? No. I am free of my burden at last. The Order of Iago dies today. You will never see me again. I still have questions I'd like to ask you. I'd never heard of the Order of Iago before. It's a secret reserved for the custodians of the treaty. Fergus Quinlan's successors. Another name that should ring a bell. It's amazing that Fergus made it that far. Our founder must have been a man of formidable spirit. A servant who fled and then managed to convince a pope and to protect the treaty until dying of old age in the Vatican. So why is the order coming back for me now? As Benedict XVI said, we live under the dictatorship of absolute relativism. In a world like ours, it's hard to find someone who will dedicate their life to such a task. I'm growing old and have yet to find a successor. On the other hand, people are increasingly interested in the book from the Vatican, like Kovac himself. You seem very sure of my identity. Of course. But what about those tests in the hotel room? And here? One can never be sure enough. I've tested your intelligence, your perseverance, your talent for languages, even your humanity. You, empathy for me, my friend Dog Die. You left a portrait of me under a bench. When did you have it made? In 1537, but it wasn't me. At that same time, Michelangelo was painting the Last Judgment on the Sistine Chapel. Our founder convinced him of sketching a facial composite with every detail he remembered of you. Kovac said that you were his... Thank you for everything, Scarpetta. I will find the book and dedicate my life to protecting its secret. I don't doubt it. Then why don't you look happy about it? Don't you realize that your life gains meaning, and that my life loses it? May God be with you, Deacon Iago. It has been an honor to meet you. Well... Sie scheint von dem, was sie da sieht, nicht allzu angetan zu sein. Vielleicht solltest du ihr helfen, sich zu entscheiden. The restoration is... Say one more word and there's no deal. I'm leaving in 4 hours and I don't have time to waste. Shit! Du sagst nichts, anstatt ihr die Zähne auszuschlagen. Ja, für wen hält dieser historische Snapse hier eigentlich? What a piece of shit. Anyway, Mrs. Yesterday... Yes?
The pictures didn't lie. Neither did the certificate. It's a magnificent sculpture. Ja, und was soll das dann von wegen und Now let's talk about the price. Your husband was very clear. He asked for 400,000 euros. More than what it's worth. 100,000 euros, that's my offer. And not a cent more of your continental currency. I don't care what my husband said. 600,000 euros or no deal. 500,000 euros. Sold. Kannst es nicht fassen. Ist dir gelungen, ihr das Vierfache von dem abzuknöpfen, was sie dir geboten hat? You'll find a check for 500,000 euros in this envelope. And don't give me that look. I've been haggling for years. I'll send my men to pick up the piece this afternoon. I gave a card to your husband. I'll activate it to show the phone number if he needs to call. It's been a pleasure meeting you, Mrs. Yesterday. We should meet someday when I'm back in Paris. We have so much in common. Einerseits ist Wiesel nicht aufgetaucht, um sich das Gemälde abzuholen, das sie bestellt hatte. Und ganz gleich, wie sehr du dich auch bemühst, sie ausfindig zu machen, ist nirgends zu finden. Andererseits hat Baxter soeben ein Stück für 500.000 Euro gekauft. Mehr als genug, um die Schulden deines Vaters zu begleichen. Und als wäre das noch nicht genug, wird sie auch noch ein Buch über Johns Vergangenheit veröffentlichen. Ist das nur Zufall oder hat Baxter etwas zu verbergen? Wenn letzteres der Fall sein sollte, wirst du es herausbekommen, ganz gleich, wie gut sie es in den Tiefen des World Wide Web auch versteckt haben mag. Are you sure this is where we're supposed to meet? Sure, Choke. Do you want me to phone her? Hi, Boris. Ah, you see? Happy birthday, Mole. Hi, John. Your face rings a bell. Pauline introduced us at that party. You were disguised as Einstein. I was disguised as Santa Muerte. Your friend Boris was, well, Boris. Oh, right, yes. Hey, take a look at this. Maybe you've seen this symbol in the catacombs? I think I have. It's pretty far in one of the sections tourists never see. Cool. Can you take us there? Sure, once we've clarified something. Boris said it wouldn't be cheap. 2,000. If the catacombs catch us, you better pay my fine or else you'll face the consequences. If it's too expensive for you, good luck finding someone who knows the tunnels like I do. Plus, who knows climbing and who doesn't give a damn about the law. All right. Let's hurry. Warum sind die denn jetzt da, eine Gänge? Frage ich mich gerade. Auf welcher Grundlage? Ach so, wegen dem Buch. It's at the end of that gallery. I'll stand guard here. If the catacombs come, I'll lure them away while you escape down this tunnel. If you need me, point here with this. Sehr hübsch. Alles sehr hübsch. Hat
man ihn hier aufgehängt oder nur seine Leiche hergebracht? Eine berechtigte Frage. Du erinnerst dich an die Legende von Bertrand, dem Zauberer, die Fergus und anderen Kindern vor 5 Jahrhunderten in Inverloch erzählt hast. Rufend hält der Himmel euch umfangen, der ewig schön rings Steinekreise zieht. Rings seine Kreise zieht, doch euer Blick bleibt an der Erde hangen. Und deshalb schlägt euch der alles sieht. Du lächelst, als du diese Verse aus der göttlichen Komödie wiedererkennst. Danke für alles. Ein Schädel anstelle einer Signatur. Er schert sich schon im Reich der Toten darum, wer was geschrieben hat. Das Symbol des Ordens des Jagos. Dein Symbol. Bin hier aufgehängt oder... Are you sure it was the right leg that was cut off? Is it that important? Warum gibt es kein Schloss? Ist das eine Tür oder nur etwas, um den Tunnel zu versperren? Du siehst, du ziehst, um sie dir zu holen, doch sie ist fest mit dem Zaun verbunden. So we have to do something. Du versuchst die Klammer per Hand zu öffnen, doch sie will sich nicht rühren. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich muss erstmal hier mit den Kollegen auf Tuchfühlung gehen. Boris hat sich beschwert, als du ihn gezwungen hast, diese Lampe zu tragen. Ich sehe wie ein Zug aus, Joke, und ich mag diese Dinger überhaupt nicht. Das ist ein geiles Bild. Ist das ein Muttermal oder hat das etwa mit der Tragödie in der Catway Station und seinem eigenen Wahnsinn zu tun? Ich finde eher, das sieht ein bisschen, als wenn er ein rotes Gesicht hätte. Oh, und 1000 Farben, wa? Eines der vielen UdSSR-T-Shirts, die Boris besitzt. Das mit dem Sternbanner als Hintergrund ist ja noch immer ein Rätsel. Fette Ausrüstung hier, wa? Are you thirsty, Boris? You know I only drink water to take my pills, Joe. I'm certain that we have to cross that fence, but I just can't find the way. Can you help me? Sure, Joke. In a jiffy. Just gotta finish something first. You're staring at that skull. It's my grandpa. I'm asking him if he knows where my Danny is. You don't need to ask that skull. I can tell you what happened. Everybody can. No, you weren't there when it happened. Nor were I. I was late. But Grandpa is in heaven. He can see everything. So your grandpa is talking to you? Not right now. He's going to ask some other dead guys, just in case someone was there when Cadway collapsed. I sure hope he finds someone who can tell him where Danny is. Dude, they moved the skeletons here in the 18th century, and they were already old. He can't be your grandfather. Then he's my super mega great grandpa. Who cares? Are you getting used to that light? Sure. Why do you ask? Now I'm afraid it'll go out. But luckily, I have the lighter that you gave me at Cadway.
I don't remember giving you a lighter in Cadway. How typical. You found it, brand new, and gave it to me, saying it was the light of truth. I'm keeping it like a golden treasure. Can you lend me the lighter? No, no. What if the headlight dies? That headlight will not burn out easily. How do you know that? You're so close to the wall that you're just lighting a tiny space. That saves a lot of energy. Come on, Choke. I'm not taking stupid pills, you know? Oops, sorry. You're sure the light won't go out? Yes, I'm sure. Okay, I believe you. Are you sure Pauline didn't tell you where she was going? Again, no. As if she told me anything. I saw her this morning when Baxter came to pay a lot for that Japanese statue. Thanks for arranging things with Mole. As soon as you said catacombs, she came to my mind. But not just my mind. Ever since I saw her at that party, she affects another part of me too. Happy birthday. But now I'm too busy to think with that other place. Jetzt das Feuerzeug? Nein. Wenn der Orden des Jago den der Vertrag in diesem Tunnel versteckt hat, also den Vertrag, ja, dann lässt er sich durch nichts so gut schützen wie durch eine Tür und Schloss. Achso, aufkriegen tue ich die jetzt nicht, oder was? Feuchtet die Streben an, um zu sehen, ob sich unter Staub und Rost etwas verbirgt. Doch ohne Glück. Mit einem starken Laser könntest du vielleicht Eisen durchschneiden, doch der hier ist extrem schwach. Du hast nichts, was einem in Form eines Mediations erinnert. Muss ich hier unten nochmal hin? Ich muss das Medaillon irgendwie bringen, vergeblich. Ist vielleicht, weil er ja... Sagt ihr das rechte Bein? Das wäre dann ja dieses. Versuchst eine Verbindung mit Deutschland herzustellen, das klappt nicht. Vielleicht doch... Ja, dabei war doch noch was an dem anderen Knie. Dann nehme ich doch mal das andere rüber. Dann probieren wir mal das hier. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ah, nachdem du dich nun wieder an deine Zeit beim Orden des Fleisches erinnerst, weißt du auch, dass du es witziger fandest, andere Leute zu fesseln, und das waren damals keine Spielchen. Wird offenbar passieren, aber
Noch mal irgendein Hinweis. Euch rufend hält der Himmel euch umfangen. Der ewig schön rings seine Kreise zieht, doch euer Blick bleibt an der Erde hängen. Passiert auch wieder nichts. So, irgendwas läuft da schief. Könnte wahrscheinlich funktionieren, aber irgendwie auch nicht. Ist irgendein Fehler vielleicht? Wie es hier unter Umständen Fehler geben soll. Jetzt kann ich hier auch nicht mal mehr bewegen. Auch jetzt wieder. Wird auch nichts angezeigt gerade. Ich denke, ich werde mal eben beenden. So. Kann hier nicht mal richtig was verwenden. Ich komme hier nicht zurück, ich komme nicht zum Startbildschirm. Gut, hier tut sich jetzt gerade überhaupt nichts, deswegen werde ich hier einen kleinen Cut machen, bin aber so gleich wieder da mit Teil 4. Dann schauen wir mal, ob es dann wieder funktioniert.